Los ging es eigentlich mit einem Anruf. Es hat eine Frau angerufen, die geschildert hat, dass sie 5 Rinder gesehen hat. Sie wüsste auch, wo die herkommen, und sie wüsste auch, dass die schon länger unterwegs sind. Ja, sie hat gefragt, ob wir da nicht irgendwas machen können, weil sie Sorge hatte, dass sie vielleicht entweder abgeschossen werden könnten im Wald irgendwann oder wenn sie doch wieder eingefangen werden könnten, dass sie dann halt zum Schlachter kommen. Ja, dann habe ich gesagt, die werden ja irgendwem gehören. Wir können ja nicht einfach jetzt losgehen und irgendwelche Rinder einsammeln. Aber dann kam nochmal ein Anruf von einer anderen Person, die auch von den Rindern wusste und auch schon mitbekommen hatte, dass die auf der Straße waren, dass auch schon jemand bremsen musste wegen denen. Irgendwann hat sich dann der Besitzer auch tatsächlich an uns gewendet und hat sie dann uns auch angeboten, dass wir es quasi abkaufen können. Und da haben wir gesagt, das kommt für uns nicht in Frage. Wenn das aber kostenlos abgeben würde, dann ja, können wir es uns überlegen. Und gleichzeitig war es ja auch so, dass die Tiere irgendwo draußen im Wald rumlaufen. Das heißt, ein Riesenaufwand kommt auf uns zu, wenn wir es überhaupt schaffen, die einzufangen. Und wenn Tiere frei rumlaufen, kann ja auch schnell mal was passieren. Die rennen vors Auto, es passiert was, die machen irgendwo was kaputt oder so. Und das komplette Risiko geht ja eben auch auf uns über. Und wir haben zwar keine Kapazitäten gehabt, aber wenn man sich einmal dann in die Tiere reinfühlt und mit der Geschichte sich befasst, wer hilft denen, wenn nicht wir? Genau. Und ja, da waren wir einfach schon mit den Tieren irgendwie verbunden. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn der Besitzer sagt, er gibt sie frei, dann soll es halt so sein. Und dann packen wir es an, dann machen wir es, und irgendwie wird es dann gehen. Und ja, so ging es dann los. Ich bin jetzt seit ein paar Minuten auf der Suche nach den abgehauenen Rindern und habe tatsächlich hier in der Nähe von der Kläranlage schon die ersten Spuren gefunden. Auf jeden Fall ganz deutlich Klauenspuren. Ja, bin gespannt, wie lange es dauert, bis wir sie auch sehen und noch eingefangen kriegen. Ist fein. Ist fein. Ist fein. Ist fein. Ist fein. Fein. Ist fein. Ist fein. Ist fein. Ist fein. So, ich bin jetzt immer noch unterwegs. Ich gehe mal davon aus, dass ich entweder alle oder alle bis auf eine ja, in der alten Weide eingesperrt habe. Und da lasse ich jetzt auch erstmal in Ruhe zur Ruhe kommen. Ich hoffe aber, dass der Zaun ja so dicht ist, dass sie morgen da auch noch drin sind. Ist fein. Ist fein. Es war Winter, es war kalt, die Tiere waren panisch und verstört durch die vorangegangenen Aktionen, durch die Einfangversuche. Der Tierhändler war ein paar Mal da, hat Tiere mitgenommen, das haben die alles mitbekommen. Und es waren Tiere, die schon eine Zeit draußen unterwegs waren, und mit jedem Tag, wo Rinder draußen sind, werden sie auch noch schreier. Also das waren ja eh jetzt keine ganz zahmen Tiere von vornherein. Da bleibt einer stehen, beobachtet mich. Jetzt rennt er weiter.
sind dann aus dem Wald raus, über den Acker gerannt und ich immer so oberhalb hinterher, dass sie Richtung Heimatweide eben gerannt sind. Wir haben dort eine Fanganlage aufgebaut, haben die heimlich vor dem Stacheldrahtzaun noch einen Stromzaun aufgebaut. Und erst als wir das geschafft hatten, sind die Rinder dann auch da geblieben. Und insgesamt ist die Herde, oder mussten wir sie 3-mal wieder einfangen. Und wir hatten echt das große Glück, dass die Claudia, das war ja die Nachbarin vor Ort, sie und ihre Familie, sie haben dann die Fütterung der Tiere übernommen. Also anfangs konnte man überhaupt nur 30, 40 Meter an sie ran und dann sind sie davon gelaufen. Also die sind wirklich weggesprengt. Es ist meistens die Leitkuh vorne weg und alle anderen hinterher. Die haben mich dann nach 2, 3 Wochen auf 10 Meter hingelassen an sie. Aber ich wollte da auch nichts herausfordern. Ich habe dann das Futter am Boden gekippt und habe mich zurückgezogen und dann sind sie wieder gekommen. Ja, die Claudia hat sie in der Früh und abends eben immer gefüttert und auch gemistet. Und in der Regel war es so, ja, so ein paar Minuten nachdem sie fertig war mit Misten, nachdem sie gegangen ist, eigentlich kamen dann auch die Rinder zu dem Unterstand und dann auch zu der Fanganlage und haben gegessen. Und der Plan war so, ich verstecke mich in der Zwischenzeit und die Claudia füttert. Und wenn sie weg ist, habe ich gehofft, bei einer halben Stunde muss ich warten und dann ziehe ich die Falle zu und fahre dann wieder nach Hause. War auch nur so angezogen eben für 2, 3 Stunden eben, normale Winterklamotten. Ja, ich sitze hier in meinem Versteck im Heu und kann die Fanganlage mit dem Handy überwachen in Echtzeit. Und ja, noch tut sie nichts. Ich kann es auch von Weitem sehen. Sie liegen hier auf der Wiese und sind auf jeden Fall noch sehr entspannt. Und ich umso mehr gespannt, ob es halt klappt. Und so habe ich die ganze Nacht die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich habe dann Birgit immer geschrieben, ich bleibe noch eine Stunde länger. Und dann nochmal eine Stunde länger. Und irgendwann habe ich geschrieben, ich komme erst morgen. Und das war für mich wirklich kräftemäßig wirklich eine sehr harte Nacht. Wir hatten starke Minusgrade. Und ich glaube, insgesamt war ich mindestens 2, 3 Nächte dort vor Ort. Aber immer den gleichen Fehler gemacht, immer gedacht, ach, das 2, 3 Stunden bin ich da und dann klappt es schon. Insgesamt gab es bestimmt 5 Versuche, sie mit Futter anzulocken. Die Zora, so haben wir die Leitkuh genannt, sie hat die anderen nicht reingelassen, weil da war eben das gute Essen und das hat sie dann für sich beansprucht. Und somit haben wir dann den Plan verändert und haben gesagt, jetzt fangen wir erstmal nur die Zora und dann im zweiten Schritt eben die anderen. Obwohl die Falle wirklich mega sicher war, also ausbruchssicher. Es war extra hoch, dass sie auch nicht springen konnten. Ich habe es geschafft, die Tür quasi auszuhebeln, den Verschluss. Und die Falle, die eigentlich zu war, ging dann dank Zora wieder auf. Ist gut, alles gut.
Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Oh, alles gut. Ja, eigentlich war die Überlegung, sie mit dem Betäubungspfeil hier einzufangen. Allerdings, weil wir davon ausgehen müssen, dass sie schwanger ist das Risiko zu hoch, dass durch das Mittel, durch die Narkose quasi, das einen Schaden für das Baby haben könnte, beziehungsweise dass es eine Frühgeburt gibt quasi. Darum haben wir uns jetzt für die Fanganlage entschieden. Und am liebsten hätten wir einfach die Aktion abgebrochen, weil wir gesehen haben, wie belastend es auch für sie war. Aber wir hatten einfach keine andere Wahl. Sie wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, was auf sie zukommt, dass nichts Schlimmes kommt, ne? Sondern dass ab da ja alles gut würde. Aber das konnte man ja eher noch nicht erklären. Ja, wir haben jetzt hier den Hänger. Ich bin gerade im Hänger drin und die Leitkuh ist in der Hauptfalle drin und wir machen jetzt gerade eine Schleuse zum Hänger hin und versuchen jetzt gleich sie hier reinzubringen. Wir sichern gerade alles noch, es wird alles noch gesichert. Ist gut, alles gut. Genau, auf dem Grundstück gab es schon eine Fanganlage. Und ich weiß, dass die Leitkuh, die Zora, dass sie da auch schon durchgetrieben wurde. Und sie ist dann anscheinend laut Erzählung auf die Gelenke, auf die Knie quasi runter. Sie ist dann unter den Eisenstangen unten durchgerobbt. Aufgeben war bei ihr keine Option. Inzwischen haben wir sie auch besser kennengelernt, weil sie jetzt schon eine Weile bei uns ist. Jetzt haben wir auch gemerkt, was sie für einen Charakter hat und was sie für ein Typ ist und dass sie eine äußerst kluge Person ist, ne? Also die wirklich viel denkt und überlegt und ganz gezielt auch Sachen angeht. Oder jetzt zum Beispiel auch hier gemerkt hat, ganz schnell, relativ schnell, es scheint hier alles in Ordnung zu sein bei uns. Die anderen Tiere sind ja auch alle gechillt und ist hier tatsächlich, obwohl sie vorher die scheueste und wildeste von allen war, ist sie hier jetzt die zahmste geworden. Also also für mich ist das nochmal so eine Bestätigung, dass sie jetzt hier auch weiß, hier ist es anders, hier brauche ich nicht mehr kämpfen, hier brauche ich keine Angst mehr zu haben. Dann hatten wir die Zora zu Hause, aber es waren ja noch die 4 anderen da, die wir natürlich auch zeitnah hinterherholen wollten und auch mussten, weil zum einen war es noch halbwegs winterlich okay, aber wir mussten jeden Tag damit rechnen, dass auch mal locker wieder 50 Zentimeter Neuschnee kommen.
Es war so, dass die danach erstmal wieder viel misstrauischer waren. Die hatten also mitbekommen, dass die Zora weggeholt wurde. Und sind dann erstmal zum Essen und zum Schlafen nicht mehr in den Unterstand bzw. Fanganlage reingegangen. Ja, und deswegen hat es dann nochmal über eine Woche gedauert, bis du dann wieder dich auf die Lauer legen konntest, dass die anderen einzufangen. Von den Bildkameras her wusste ich eigentlich, je kälter es ist, je schlimmer das Wetter quasi war, je wahrscheinlicher war es, dass sie eben in die Fanganlage rein sind, auch zum Schlafen. Und dann bin ich wirklich nachts um 2 Uhr, als es extrem kalt war, dorthin gefahren. Ich habe dann tatsächlich Rindergeräusche gehört und habe es geschafft, obwohl es ja stockfinster war, ich konnte auch keine Taschenlampe anmachen, die Schnur zu finden von der Fanganlage und habe auf gut Glück zugezogen. Und es gab einen ordentlichen Ruck und bin dann aber auch erst gar nicht hin. Und tatsächlich hat geklappt. Sie waren in der Falle drin und bin dann später hin, habe noch das Tor quasi mit einer großen Kette und Schloss noch zugemacht und bin dann aber gleich weg, dass sie sich beruhigen konnten. Ja, ich bin mega erleichtert und mega happy, dass es jetzt geklappt hat, dass wir jetzt wirklich alle 5 Rinder eingefangen haben. Und auch wenn es spät geworden ist, morgen früh wird man dann mit der Verladung beginnen. Der Traktor ist schon vor Ort und der Hänger auch. Und wir müssen noch ein paar Vorbereitungen machen, noch eine Schleuse quasi zum Hänger hin. Und dann kann die Reise zum Ertlingshof beginnen. Wir hatten ja für den zweiten Transport schon vorher überlegt, dass wir diesen eigentlichen Weg, den Johannes mit Zora noch gefahren ist, nicht mehr benutzen können, weil der einfach zu gefährlich war, zu absturzgefährdet war. Das heißt, wir mussten den direkten Weg über den Hang runter zur Straße nehmen. Also das war ein relativ steiler Hang und dann zudem auch noch sehr unwegig. Da waren halt Bodenwellen drin, da waren dicke Steine drin, die man umfahren musste. Ja, und Schnee und an dem Tag war ja noch Tau ein bisschen. Und dadurch war der Schnee irgendwie sehr glatt und matschig, genau. Rutschig. Und da war die Gefahr halt, dass der Traktor mit dem Hänger dann ins Rutschen kommt. Wir haben dann im Vorfeld schon einen Bekannten gefragt, der auch der eine Traktorwerkstatt hat, der unsere Traktoren auch repariert. Der Johannes wusste, der hat ein Gefährt, was man nehmen kann, was halt sicher fahren kann und was sich eben festkeilen kann in den Boden mit einer Forstseilwinde. Den hatte der Johannes gefragt, ob der helfen könnte und mitfahren könnte und das Gespann sichern kann. Man muss den mal aussagen, wo er stehen soll. Ne? Ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut.
Ganz sicher zu? Ganz sicher zu. Oh, ich glaube, das schlimmste Hammer, ne? Das schlimmste Hammer, ne? Hat alles gut geklappt, oder? Alles sehr gut geklappt. Wahrscheinlich hätte es auch ohne Sicherung geklappt. Aber das ist einfach das gute Gefühl, dass man weiß, der Schutzengel ist hinter einem, wenn was passiert. Der hilft, der hält einen. Sehr gut. Und was sagt ihr? Super. Erleichtert? Erleichterung auf alle Fälle, ja. Hat jetzt alles soweit echt sehr gut geklappt. Ich bin auch sehr erleichtert, dass es so gut geklappt hat. Was mich persönlich jetzt doch ja, emotional auch irgendwie auch sehr traurig gemacht ist. Man sieht es einfach den Rindern die Angst an. Ich bin jetzt hinten im Hänger. Ich habe einfach wahnsinnig viel Angst. Ist aber bald geschafft. Ich fahre jetzt vielleicht noch knapp eine halbe Stunde und dann sind sie auf dem Erklingshof. Und dann wünsche ich mir für sie, dass sie ja, mit der Zeit doch ja, das Vertrauen zu uns Menschen wieder gewinnen und ja, dass sie heilen können. Wir hatten uns entschieden, sie nicht direkt zu den anderen zu lassen, weil sie halt so panisch und so ängstlich und so verstört waren, dass wir wirklich Sorge haben, wenn wir die einfach rauslassen zu den anderen. Die gehen uns über jeden Zaun und durch, also sind möglicherweise dann direkt wieder weg bei uns. Deswegen haben wir tatsächlich sie erstmal in einer großen Box gehabt. Einfach damit sie erstmal ankommen, damit sie sich an uns gewöhnen, sich generell an alles gewöhnen, was bei uns ist, an die Geräusche, an die Hunde, an die Menschen. Ja, haben dann einfach abgewartet, bis wir gesagt haben, so, jetzt ist es soweit, jetzt lassen wir sie zu den anderen, jetzt sind sie angekommen, jetzt sind sie entspannt. Jetzt kann nichts mehr passieren. Ja, und dann sind die Wochen vergangen und irgendwann haben wir gesehen, dass Thoras Bäuchlein immer dicker wird und dicker wird und dicker wird und ja, dann wussten wir, okay, da steht uns was bevor. Wir hatten eine Überwachungskamera und haben dann vom Haus aus, konnten wir das dann beobachten, damit wir sie nicht stören. Ja, es ging relativ schnell, ne? Man hat dann die zwei Füßchen gesehen, die dann rausgeguckt haben. Und da haben wir gedacht, okay, das sind ja erstmal nur die Füßchen, das kann noch dauern, aber 5 Minuten später war dann wirklich schon Flutsch. das Baby da. Ja, es ging wirklich richtig schnell, richtig schnell.
Und die Zora, die hat ja auch schon viele Kälber bekommen. Die ist 13 ist sie jetzt. Ja, die Zora ist echt eine ganz tolle Mutter und kümmert sich ganz toll um ihren Sohn. Also sofort, sie ist sofort nach der Geburt aufgestanden, Abgeschleckt. ist hingegangen, hat das Baby abgeschleckt. Immer in ganz kurzen Abständen gemut, dass das Baby weiß, sie ist da und sich an sie gewöhnt. Ja, 2 Babys sind jetzt schon da und jetzt warten wir eigentlich noch auf die Geburt von Bertha, weil auch sie hat, also bei ihr sieht man jetzt auch, dass es nicht mehr lange dauern kann. Also auch sie ist schwanger zu uns gekommen. Ja, und wenn man dann so zurückblickt, haben wir ja nicht 5 Leben gerettet, sondern tatsächlich dann am Ende wahrscheinlich 8 Leben. Und das Schicksal, was den Rindern ja sehr wahrscheinlich bevorgestanden hätte, wenn wir sie nicht aufgenommen hätten, wäre der Schlachthof. Und dann wären eben Zora, Luise und Bertha mit ihren Babys geschlachtet worden und die Babys eben Mitgestorben. wären nie geboren. Ja. Mhm. Ja, unsere Rinderfamilie ist dadurch ja ordentlich größer geworden, aber auch bunter und es konnten neue Freundschaften geschlossen werden. Die beiden Jungs haben sich schon richtig gut auch mit Ferdinand und mit Ben angefreundet und es ist ein wunderschönes Bild, wenn alle auf der Weide sind und grasen und die Babys spielen und bei den Müttern trinken. Und auch wenn anfangs, wenn wir Bedenken hatten, dass die Kapazitäten nicht reichen, wir haben jetzt ein bisschen was, wir konnten jetzt glücklicherweise noch Weideland dazu pachten. Wir haben ein bisschen was vergrößert, ein bisschen was umgestellt und Umgebaut. Letztendlich passt jetzt doch alles. Wo ein Wille, da ein Weg. Kann man aber nicht jedes Mal sagen, wenn man eine Tieranfrage kriegt, wo ein Wille, da ein Weg, weil wir müssen nach wie vor die meisten ablehnen. Genau. Aber hier hat es gepasst und wir sind glücklich und zufrieden. Und vielleicht auch noch wichtig zu sagen an dieser Stelle, wir haben das Ganze ja nicht, du hast es nicht allein gemacht, wir haben es nicht zu zweit gemacht, sondern wir hatten eine ganze Menge Helfer noch, die mitgeholfen haben. Ein riesengroßes Dankeschön auch und dass wir die Rinder retten konnten, ist natürlich auch an das ganze Team, was mitgeholfen hat. Ja. Wir haben es geschafft.